Vegane Fischfrikadellen an Senf-Dillsoße, das kocht heute Ben für euch. Hallo, Ben wieder da. Heute zeige ich euch vegane Fischfrikadelle. Vegane Fisch? Wie macht das? Mit Nori. Das habe ich schon gemacht. Nori eigentlich hat viele Vitamine, Eisen, Magnesium, Jod und weiter. Können Sie auch in unserer Website schauen. Ich habe sehr gerne mit dieser Nori. Das überall kann man kaufen. Und sehr lecker, dieser Geschmack wie Fisch. Aber wie machen wir wie Fisch? Heute zeige ich euch mit Tofu und Blumenkohl zusammen mischen. Also, come on, machen wir anfangen. Und heute Zutaten haben wir Naturtofu, Knollensellerie, Zitrone, Blumenkohl, Nori, Panierlinkenmehl, Chiasamen, Hefeflocken, Muskat und Fenchel. Fenchel habe ich schon gemahlen. Gemahlen Geschmack viel besser. Und Erdnussöl, Tamari, ein bisschen Wasser, Pfeffer und Salz. Nicht so viel Zutaten, oder? Also, zuerst mache ich die Chiasamen mahlen. Weiter geben ein bisschen Wasser und vermengen. Schießt so ein Stück. Das ist sehr gut zum Frikadelle zum Verbinden. Lasse 10 Minuten, weiter schneide ich Gemüse. Blumenkohl. Wenn eine zu Hause die Mixer zu klein ist, kann man 2-3 Mal machen. Aber meine ist größer. So, alle im Mixer geben. Und mit kleiner Stube. Wie eine Reiskorn ist gut. So ist sehr schön, nicht ganz groß, auch nicht ganz klein. Das alle ich lasse in Schüssel. Weiter schneide ich Knollensellerie. Kann man sehr klein oder grob bleiben. Grob bleiben ist gut auch für dich, wenn eine Maschine klein ist, das ist sehr gut. Wegen Knollensellerie ist sehr hart. So, das alle in Mixer geben. Noch weiter, Naturtofu. Auch alle kaputt machen. Voilà. Alle zusammen, nochmal mixen. Auch mit kleiner Stube. Also, siehst die Knollensellerie nicht ganz fein, aber Tofu ist schon sehr fein. Aber das ist gut. Alle zusammen in Schüssel geben. Weiter. Zitrone ein bisschen reiben. Das nur Oberfläche. Lass nicht innen, sonst zu bitter. Da vielleicht Geschmack auch ein bisschen frisch. Noch ein bisschen Zitronensaft dazu. Wow. Schön. Nori. Das habe ich schon gemahlen. Diese Rezept braucht ein bisschen mehr Nori. Das ist sehr wichtig. Wegen der Geschmack ähnlich wie Fisch. Ja. Paniermehl, Hefeflocken,
eine Prise Muskat. Und Fenkel. So ist genug. Tamarine. I like it. Noch ein bisschen Salz, Würze und Schwarzpfeffer. Vorher habe ich gemahlen. Die Chia, sie ist ganz hart. Siehst? Das ist sehr gut zum Verbinden. Und jetzt zusammen mischen, mache eine Frikadelle. Wenn du so mischen, du spürst so diesen Fischgeschmack. Und bist du so froh. Wir haben gesehen, diese kleine Blumenkohl, oder? Und der Tofu. Das ist kein Problem. Wegen dem Blumenkohl ist ein bisschen luftig und der Tofu auch. Das ist die Bedeutung, wie eine Fisch, diese Fischfleisch, oder? Ist auch sehr luftig, ist nicht so hart. Fehlt noch ein bisschen Salz. Kannst du mir helfen, ein bisschen Salz? Mach mal. Jawohl. Danke. Jetzt das Öl in die Pfanne. Mit so Form schön. Nicht ganz groß, nicht ganz kleine, auch nicht ganz dick. Circa 1 cm, so ist es schön. Gell? Wenn so anbraten, dick ist und ein bisschen Fischgeschmack. Vegane Fischfrikadelle ist fertig. Jetzt mache ich noch eine leckere Soße. Die Sauce-Zutaten ist hier. Natürlich brauche ich Frischdier, sehr wichtig, der Geschmack sehr stark. Zitrone, Heferflocken, Essig, Kurkuma, Dijon-Senf, Chilito, Schwefelsalz, Bio-Margarine, Hell-Linkenmehl, Gemüsebrühe, aber muss kalt, Sojasahne und Salzpfeffer. So, zuerst Bio-Margarine dazu in Topf. Diese Soße, letztes Mal Video habe ich schon gemacht mit der Hollandaise Soße. Das ist Hollandaise Soße, ist eine Basis und jetzt haben wir mit der Senf und kann man mit vielen verschiedenen anderen wechseln und kann man mit vielen verschiedenen Geschmack. Bis das Margarine alle geschmolzen und helle Dinkelmehl dazu. Immer rühren, bis keine Klumpen. Süß muss so sein. Und Gemüsebrühe-Ablösung. Noch immer noch rühren. Ein bisschen aufkochen. Und Sojasahne dazu. Auch immer rühren. Wie das aufkochen und Hitze reduzieren, ca. 4 Stunden kochen lassen. Ein bisschen Geduld, ein bisschen Liebe, langsam. Lasse ich 4 Stunden kochen und Hitze reduzieren.
Die Backofen 160 Grad und Luft, ca. noch 4 Stunden backen. Noch ein bisschen Zitrone reiben, nicht so viel. Und ein bisschen Saft. Noch Edelhefe. Apfelessig, nur ganz wenig. Kurkuma, auch nur ein Prise. Für Farbe. Und Dijon-Senf. Das muss ein bisschen mehr. Dieser Sauce-Geschmack ist von das sehr wichtig. Chilito, nur ganz wenig. Und Schwefelsalz. Das ist ein bisschen wie Eigengeschmack. Auch nur wenig. Noch Salz, Würze und Schwarzpfeffer. Cool. Jetzt noch die Soße fein pürieren. Hoffentlich du verstehst meine Deutsch. So, diese Sauce soll so sein, ist schön, siehst? Noch ein bisschen Frischdill. Fein hacken. Dieses Rezept braucht so viel Dill. Sehr frisch Geschmack. Sieht so schöne Farbe, gelbe und grüne. Und jetzt kann man essen. Hey, schöne Frikadelle ist fertig. So gut! Dieses Rezept war super lecker. Innen ist lustig, draußen ist knusprig. Zusammen mit der Sauce ist sehr guter Kombi in den Mund. Ist eine sehr schöne Aroma. Für die Besuch kommen, alle mit Familie, Kinder zusammen genießen, das ist eine Top-Rezept. Schreibe mir deine Kommentare, wenn Kinder gefallen hat. Ich mache noch mehr weitere Kinderrezepte. Passt auch sehr gut mit Kartoffeln oder grünen Gemüse zusammen. Das ist noch besser. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis anderes Mal. Tschüss.